Sensationell. Ein 87er Carbe mit nur einer Hinterachse. Die gibt es normal gerne als Doppelachser, so ist es. Aber im teilintegrierten Bereich, habt ihr da Doppelachser? Nein, brauchen wir nicht. Wir haben genug Zuladung. Das ist hier ein Gesamtgewicht von 4.250 Kilo. 4.250 Kilo Zuladung ungefähr? Ungefähr 700 Kilo. 700 Kilo. Werden viele jetzt sagen, oh, ist aber wenig, 700 Kilo. Aber du sagst, das geht. Da ist der Fahrer schon mit drin. Ja, und volle Ausstattung. Also volle Hütte. Volle Hütte. So, alte Zentralheizung ist hier mit drin. Also eine zentrale Warmwasserheizung, die über Konvektoren wie zu Hause funktioniert. Hier ist Peter Flanderen, ich grüße dich. Hi. Du bist Europa-Vertriebsleiter für die Firma Carbe, ein schwedisches Unternehmen, was mittlerweile seine Fühler nach Polen ausgestreckt hat, nach England, aber Tschechien und so weiter. Ja. Ihr baut aber nach wie vor noch vieles in Schweden im Konzern. Wir bauen alles in Schweden und wir verkaufen sehr viele in Skandinavien, aber mittlerweile auch mehr und mehr in, sag mal, das feste Land von Europa. Ja, so ist es. Alles wird teurer. Habt ihr eine Preiserhöhung gehabt, 22? Ja, leider. Für das erste Mal haben wir mitten in der Saison die Preise erhöhen müssen. Ja, es ist ja so. Heute geht ja sogar so, wenn du, ich sag mal, heute Lieferungen bekommst, machen dir die Spediteure sogar Tagespreise oder Wochenpreise mittlerweile, weil die Spritkosten so hoch geworden sind. Ja. Wir haben aber ein recht sparsames Zugfahrzeug. Ja, der Mercedes-Benz. Klär mich auf. Eine Maschine 2,3 Liter? 2 Liter und 4-Zylinder, Automatikgetriebe, 9 Stufen, 170 PS. 170 PS. Ich habe selber einen 163 PS Allrad von euch. Der geht, muss man sagen, aber die meisten fahren damit ja keine 200. Man darf nur 100 fahren, muss man dazu sagen. Und eine gute Reisegeschwindigkeit habe ich rausbekommen, selbst mit meinem Fiat Ducato sind ungefähr 96. Ja. Da bist du etwas schneller als die LKWs? Ja. Also, und wir sind im Urlaub und wir brauchen auch nicht sehr schnell zu fahren. Wir fahren auch sparsam und wenn du ein ganz großes Reisemobil hast, dann ist es auch schön 190 PS zu haben, aber mit diese 170 reicht das. So, liebe Zuschauer, ich habe es geschafft, mit einem Fiat Ducato 7,2 Liter auf 100 Kilometer zu erreichen. Das wäre hier mal der Rekord, was man machen kann. Allerdings bin ich tatsächlich mit niedriger Geschwindigkeit 86 km/h in einem Abstand von 50 Meter hinter einem LKW hergefahren. Und wenn ich das nicht mache und Vollgas fahre, brauche er 13,5 Liter. Vielleicht könnt ihr mir mal drunter schreiben, eure Kommentare, was ihr so an Spritverbrauch habt, wenn ihr es wirklich drauf anlegt und langsam fahrt. Was bist du denn für ein Typ? Fährst du langsam? Ich fahre langsam und auch nicht nachts. Mein Urlaub fängt an, sobald ich in einem Reisemobil oder Wohnwagen unterwegs bin. Und dann fängt der Urlaub an und da habe ich keinen Stress. Du hast 2 Kinder, du bist verheiratet. Deine Frau liebt Reisen im Reisemobil oder macht die lieber Pauschalurlaub? Nein, meine Frau liebt auch Reisen und ist auch nicht aus den Niederlanden, kommt aus Mexiko und ist auch gewohnt, um viel unterwegs zu sein. 2,50 Meter Breite, das ist außergewöhnlich im teilintegrierten Bereich. Ich glaube, ihr seid einer der ganz wenigen, oder? Wir sind der Einzige in unserer Branche. 2,50 Meter Breite im teilintegrierten. Ja. Wahnsinn. Und das ist schön draußen, aber man merkt es natürlich am meisten drinnen. So, wir haben hier eine ganz besondere Anordnung. Ich will nicht zu viel verraten. Wir zeigen mal die Heckgarage, dass wir das mal sehen. Ha! Zug. Schon mal gerade die andere. Jetzt haben wir alles vorbereitet. Na, ich habe die Schlüssel nicht. Die werden wir jetzt mal organisieren. Weißt du was, Peter? Du organisierst mal kurz den Schlüssel. Ich gehe mal außen rum, zeig mal ein bisschen das Auto, dass wir das Ganze mal sehen. Denn ich kenne es ja schon. Wir haben ein Mittenhubbett, das aber nicht zu sehen ist. Das kann ich euch gleich mal zeigen. Das hier ist dieser kleine Buckel, der mit dabei ist, wo ihr das Hubbett sehen könnt. Das Ganze ist teilintegriert, aber ganz viele Passteile sind nochmal extra gefertigt worden, wie unter anderem diese Eintrittsstufe, die belastbar ist mit dem ganz normalen Körpergewicht, das draufkommt. Das ist der Übergang vom teilintegrierten zum vollintegrierten, dass ihr das Ganze mal seht. Und der Aufbau der Seitenwände ist ein Isolationsmaterial plus Alu, was eben diese enormen Unterschiede von minus 50 Grad auf plus 40 Grad auch aushält. Hier ist was ganz Interessantes. Ihr habt von NDS einen kleinen
400 Watt Wechselrichter drin. Ja. Das heißt klein, aber fein. Zum Beispiel Notebooks aufladen. Und reicht, ja. Für die meisten Sachen reicht das. Man muss nicht immer föhnen, oder? Nein, ganz genau. Und du siehst auch bei den großen Fahrzeugen, dass wir einen ganz großen Wechseleinrichter haben, weil es natürlich auch viel mehr Zubehör gibt. NDS ist schwer im Kommen, habe ich das Gefühl. Ich sehe es jetzt immer öfter. Was kommt? Ja. Ist das Zufall, dass ihr die gefunden habt? Oder ich meine, das ist ein sehr qualitativ hochwertiger Hersteller. Ich weiß, der Hintergrund kenne ich nicht, aber ich weiß von Kabe, dass wir immer die Lieferanten suchen und auch am Ende finden mit der höchsten Qualität. So, hier unten habt ihr einen Stöpsel, hochinteressant. Ist das eine Badewanne? Naja, falls es natürlich Feuchtigkeit gibt. Oder mal sauber machen. Ja. Das heißt, das Ganze ist hier wasserdicht ausgeführt. Natürlich, ja. Hier kannst du also auch mal feucht durchwischen und das Ganze dann auch mal rauskehren. Ja. Interessant. Was ist da drunter, die Heizung? Ich werde es dir zeigen. Hier haben wir die Batterie. Batterie. Hier haben wir Stauraum. Gut, das Ganze ist auch hier zentral verriegelt, sehe ich gerade. Zumindest mal das Heck. Ja. Das ist da. Toll. Markise kommt ab Werk. Markise kann ab Werk. Ja. Kann auch nachgerüstet werden. Heckkamera ist Serie. Anhängerkupplung wird oft bestellt. Wird oft bestellt. Und ich weiß, dass diese Anhängerkupplung muss eigentlich noch verlängert worden. Weil guck mal, wie kannst du auf diese Weise noch einen Anhänger dran machen? Also, Liegt, glaube ich, sogar drin, habe ich gesehen. Man kann es austauschen. Ja, Es gibt also verschiedene hier mit dabei. Ja. Allerdings, ich weiß es nicht. Das ist jetzt nicht unsere größte Sorge, dass da ist. Länge von dem Fahrzeug? 87 Aufbaulänge. Es wirkt, Also fast über 8 Meter. es wirkt viel kleiner, dadurch, dass es teilintegriert ist. Ja. Und wir sind auch draußen, vielleicht merkt man das Wir auch. sind auch draußen. Ist auch viel schöner draußen, muss ich sagen, Ja. als drin. So, komm, wir gehen mal rein, denn hier besonderer Grundriss. Eine Achse hinten Ja, mit Queensbett. mit Queensbett. Jetzt hast du schon verraten. Ja, wollte- tut mir leid. Trommelwirbel, ich habe gedacht, kommt jetzt. So, das ist, ich habe es eben anmoderiert. Das ist diese Besonderheit mit diesem gigantischen Hubbett, das jetzt ein bisschen kleiner ist, muss man sagen. Also ein bisschen schmaler als das breiteste, aber es ist komplett integriert. Du siehst es gar nicht. Du siehst es gar nicht. Die meisten Kunden, das siehst du auch auf der Messe, die wissen gar nicht, dass es dort noch ein Doppelbett gibt. So, großer Spiegel an der Seite, Garderobe. Ja. Das ist auch sehr beliebt. QI-Laden direkt am Eingang. Ja, das ist hier auch die Heizung zusätzlich wegen der Eingangstür. Das ist natürlich eine ganz große Kältebrücke. So, hier vorne der Schuhschrank. Ich mache den mal ganz kurz auf, dass wir das sehen. Der hat natürlich so ein kleines Kunststoffblech drunter, dass die Feuchtigkeit da auch ruhig sein kann. Dafür sind sie ja eben gebaut. Fliegengitter, Serie. Die Aufbautür, die kann auch minus 40. Ja, alles ist gebaut für die ganz niedrigen Temperaturen und ganz hoch. So, wir gehen mal rein. Auch das Fahrzeug schon verkauft. Ja, das ist natürlich der voll integrierte. Dafür ist auch ein bisschen teurer, Peter, muss man schon sagen. Also es ist ja ein Fahrzeug ein bisschen günstiger, ein bisschen weniger Raum, aber viele entscheiden sich ganz bewusst für den Teilintegrierten, weil vorne das Handling vom Führerhaus sehr PKW-like ist. Ja. Das heißt, fährt sich Vom viel. Gefühl her ist es komplett anders, so ein teilintegriertes als die voll integrierte Modelle. Und ja, wegen der Ausstattung natürlich voll ausgestattet. Und wenn du dann rechnest, wenn du das auch haben kannst bei anderen Herstellern, dann bist du sogar teurer. Und wir können auch dazu sagen, ganz viele Sachen, die bei Kabe serienmäßig sind, kann man bei anderen Marken gar nicht bekommen. So, fangen wir mal an. Vollleder. Vollleder, ja. Wir haben natürlich die beste Heizung von allen mit Fußbodenheizung. Du kannst auch hier zeigen, dass wir die Heizmatte vorne haben in die Kabine. Das heißt, die ganze Heizmatte ist unten drunter noch mit Heizschläuchen. Ja, das ist also Wasser geheizt und hier hast du in den Boden die Konvektoren, um die kalte Brücke zu beheben. Das Ganze geht nicht mit Luft, das Nein, geht mit alles Wasser. Mit Wasser, ja, warmes Wasser.
So, hier vorne kann man noch ein Bett bauen, sehe ich gerade. Das heißt, also können noch mehr Leute schlafen. Man kann es auch ablassen. Viele benutzen das, dann machen da noch eine Polsterdecke drauf. Da kann man schön die Beine ablegen. Ja. Da kannst du eine richtige Lounge hier machen. Ne? Ja, oder ein komplettes Bett. Und wir legen auch ganz viel Wert darauf, wegen der Sicherheit. Wir haben mittlerweile so serienmäßig, das kannst du auch hier zeigen mit den Aufkleber. Wir können auch das den Tisch nach vorne wegklappen. Ja. So dass es viel sicherer ist. Kannst du mir das mal zeigen? Weil das habe ich noch nicht. Ich weiß. Es ist komplett neu und ich kann du hast schon böse sagen, geschaut. Ja, ich kann direkt sagen, dass ich das. Also, Premiere, Peter Flanderen, Vertriebsleiter Europa, Kabe, wird den Tisch für uns abklappen. Es ist spannend, aber das ist natürlich ein riesen Sicherheitsplus. Man kann mit dem Kopf nicht draufknallen. Ja, und das Problem ist, wir sagen in Holland, das ist fast wie eine Guillotine. Ja. Und wenn es dann ein Crash gibt, dann ist das natürlich hier ganz schwierig. Keine Ahnung, Sven, du fragst mich. Warte, ich guck mal hin. Wieder. Du fragst mich wieder etwas. 5. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Hier gibt es einen Knopf, ich dachte, es ist diese. Ja. Ist auch ganz neu, habe ich noch nie gesehen. Deswegen. Nein, und ich kann dir sagen, ich auch nicht. Du auch nicht? Na, ganz toll. Ich kriege das nicht hin. Aber macht jetzt mal, klappt's ab. So. Habt ihr gemerkt, wir haben kapituliert. So ist es. Ja. Liebe Kabelleute, so sieht es dann später aus, wenn es dann kommt. Das heißt also, es wird nach vorne abgeklappt und fertig. Das sollte man sehr ernst nehmen. Also ich sage auch immer, baut die Tische aus. Wenn also Kinder gerade hinten sitzen, die spielen zwar gerne drauf, aber im Falle eines Crashs ist das doch sehr gefährlich. Und so auch solche Kleinigkeiten vielleicht. Wir haben hier eine zusätzliche Liste, sodass das Polster auch nicht nach vorne rutschen kann. Habe ich auch noch nie gesehen. Also das ist auch neu. Und das sind auch Sachen, die man nicht direkt sieht, aber sind ganz wichtig. Du kannst auch von mir annehmen, dass diese Sitzung ist nicht nur auf den Boden geschraubt, aber ist auch fest an das Fahrgestell. Ja, so, lass mal schauen. Also das ist ja mein Lieblingsbett, ja, und deins ja auch, weiß ich, aber nicht des Europäers. Das meistverkaufte Bett ist eben das Längsbett, aber das Queensbett ist einfach wie zu Hause. Ja, und du kannst von beiden Seiten einsteigen. Der eine kann weiter schlafen, der andere kann ins Badezimmer gehen. Zeig mal bitte. Also du bist jetzt der eine. So einfach. So, man kann außen drumherum rumgehen. Das geht. Du hast hier noch einen kleinen Kleiderschrank. Naja, klein, der ist richtig groß. Auf beiden Seiten. Ja. Wir haben natürlich so viel wie möglich den Platz ausgenutzt. Oberschränke. Hier habe ich meine Lampe. Ich kann hier alles bedienen. Das Bett geht elektrisch. Zeig mal bitte, weil das ist jetzt die Lounge-Position. Dann ist das Bett wirklich wie ein Designsofa und dann fahre ich es einfach runter und habe dann die komplette Länge. Ja. Das geht auch, wenn ich drauf bin? Ja. Ja. Du hast hier die Anschlüsse für dein Handy. So, Handyanschlüsse mit drin. Auch jetzt kann ich noch drum rumgehen. Die ganzen Auflagen, alles dabei. Alles ist dabei und jetzt kannst du auch die Matratze ein bisschen mehr nach vorne schieben. So. Und jetzt ist es schön gerade. Du hast hier alle Beleuchtung kannst du hier bedienen. Du hast noch eine Nachtlampe, falls du in der Nacht zur Toilette gehen musst, dann brauchst du nicht alle Beleuchtung anzumachen, dann hast du eine ganz kleine Lampe und dann findest du deinen Weg. Ich komme mal gerade zu dir, dass ich mal das von der Seite zeige, denn wir haben noch was ganz Schönes. Wir haben einen tollen Nachtschrank mit dabei. Zusätzlich hat jeder sein kleines, aber feines Fach, was hier mit dabei ist, das an der Seite ist, wo man so Handy und Taschenbuch und so weiter reinmachen kann. 2,50 Meter Breite ist natürlich gerade beim Queensbett ein Traum. Ja, das heißt, die Schrankgröße, wo du eben gesagt hast, ich habe einen kleinen Kleiderschrank, also das ist schon groß. Hier hinten übrigens der Router drin, man es da auch nochmal sieht. Alle Schränke beleuchtet? Alles ist beleuchtet, Router ist serienmäßig. Der Nachtschrank allein, das finde ich toll. Das ist die Klimaanlage, wenn jetzt Leute sagen, ach, im Schlafzimmer eine Klimaanlage, A, ist das der beste Ort und B, kann man die nach vorne einstellen. Das heißt also, dass sie nach vorne bläst. Ja, und meine Erfahrung ist auch, falls es richtig warm ist draußen, dann machst du alle Fenster zu, Eingangstür zu, Klimaanlage an
und dann nur für kurze Zeit, dann ist alles ganz schön kühl und brauchst du nicht die ganze Nacht die Klimaanlage anzuhaben. Was total klasse ist, ich komme mal ein bisschen rüber zu dir, ist die Sicht von hinten nach vorne. Das heißt, das Gefühl dieser 8 Meter und, was haben wir? Etwa 8 Meter? Gerade über 8 Meter. Gerade über 8 Meter. Du hast nicht das Gefühl, dass du in einem engen Fahrzeug sitzt, weil ihr habt die Mitte nicht zugebaut. Nein. Das heißt, du guckst von vorne nach hinten. Ja, ja. Und du hast dann natürlich noch die Möglichkeit, um das hier komplett zuzumachen, wegen der Tür von der Badezimmer. Und du hast noch eine separate Dusche. So, und das ist was ganz Besonderes. Die Dusche habe ich bei vielen Grundrissen schon gesehen. Die kann also eingeklappt werden nach innen und erweitert den Raum. Ja. Das hat den großen Vorteil, wenn ich mich mal umziehen will, habe ich noch mehr Platz. Zeig mal bitte. Also du kannst es hier so zumachen, dann bist du komplett getrennt. Ja. So, wir haben sogar noch einen Vorhang. Und hier haben wir die Duschkabine. Ja, das ist die Duschkabine. Da kannst du komplett einsteigen. Die kann man auch verwenden zum Transport. Gibt es eine Stange auf Wunsch eigentlich? Kann man das nachrüsten? Das würde gehen, ja. Würde gehen. Also man kann ja auch diese Klemmstangen kaufen, Ja. die es gibt. Ja. So zu. Und dann hast du hier noch einen Vorhang. Mit Magnet. Gerade in die Ecke. So. Dein Arm wird zu kurz. So ist es. Peter, wir haben wieder mal ein tolles Fahrzeug gezeigt. Mach noch mal bitte auf. Also Queens Bett ist persönlich mein Bett, weil es ein bisschen mehr so ein Feeling gibt wie zu Hause. Was wir zeigen müssen ist unbedingt noch das Bad, weil wenn das Bad natürlich getrennt ist, dann hast du viel mehr Platz, um, ich sag mal, auf Toilette zu gehen, dich zu waschen. Du kannst dich komplett in dem Raumbad einschließen, indem du diese Trennwand einfach nochmal zumachst. Ja. Und hast dann den kompletten Bereich für dich, um, ich sag mal, zu duschen. Ne? Ja. Jetzt kannst du hier zumachen, da kann der andere noch schlafen. Ja. Ich kann aber schon duschen gehen, ohne den anderen zu stören. Ja. Das ist so. Jetzt gehe ich mal rein und öffne mal kurz. Tschüss, Peter. Das ist unser Bad. Peter, riesig. Schön, ne? Ja, ist richtig schön. Großer Spiegelschrank mit dabei. Also, weil du die Tür öffnen kannst. Ja, ich mach mal auf. Ganz groß. So, jetzt kannst du die Tür öffnen. Ja, Preis, wo geht's los? 180.000 Euro, aber in Holland mit Luxussteuer. Mit Luxussteuer, das heißt in Also Deutschland. da sind wir in Deutschland knapp über 160.000. So, 160.000, aber mit Backofen, Vollausstattung, Fußbodenheizung, Doppelboden, Wärmegefühl, minus 50 Grad, also keine Äpfel mit Birnen. Ohne Ende. Ja. Ja. Und einer Breite von 2 Meter und 35 innen. 35 innen. Das heißt, den gleichen gibt es mit 2,50. Entschuldigung? Die Breite, also innen 2,35. Innen 2,35 und außen fast 2,50. Außen 2,50. Durch die starke Isolierung. Ja. Okay, verstanden. Außen 2,50, innen 2,35. So, wir sind, ich überleg mal, sind wir durch außen? Ja, wir haben alles gezeigt. Einen haben wir noch zum Zeigen, was ganz Besonderes. Ein Queensbett mit Einachser, Ja. auch voll integriert. Sowas Mit habt ihr Heckbad. mit Heckbad. Sowas habt ihr ganz selten. Aber du sagst, viele kaufen das nicht, weil die dann sagen, naja, da kann ich die Fahrräder nicht transportieren und so weiter und so fort. Aber trotzdem müssen wir es zeigen. Ja. Ein letztes Video werden wir noch machen mit dem Heckbad-Modell. Ja. Ich bin mal sehr gespannt. Bis zum nächsten Mal. Wir sind in Grave bei De Graef. Hier spricht man Deutsch, Englisch, Niederländisch, bisschen Französisch, kleines bisschen. Wir sind ja unweit von Belgien. Du warst mal am Anfang für Benelux, oder? Zuständig. Ja, vorher war ich Kundenbekhaber als Importeur für Benelux, stimmt. So, und da hat alles angefangen. Ja. Wohnst unweit von hier. Hier sieht man auch den extrem niedrigen Einstieg. Ja, ganz einfach, ganz Also bequem. ohne jegliche Trittstufe einfach rausgehen durch eben diesen Tiefrahmen. Heute am 17. März 2022. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss. Danke, tschüss.